Ganz offenbar war das kein Zufall, dass ich mit etwa 40 Jahren ein stärkeres Interesse am Thema Krebs entwickelte. Denn ich war da nicht der Einzige. Als Lehrer des autogenen Trainings war mir die Verwandtschaft dessen Grundlagen mit der Art der Krebsbehandlung des Dr. Simonton in den USA bekannt. Und natürlich hatte ich all seine Bücher gelesen. Als er dann als Dozent nach Deutschland kam, musste ich nicht lange darüber nachdenken, ob ich an seinen Seminaren teilnehmen wollte. In deren Verlauf kam die Sprache auf das Thema, warum eigentlich gerade jetzt? Denn es hatte sich herausgestellt, dass die Organisatoren und Mitteilnehmer des Kurses alle etwa im gleichen Alter wie ich selbst waren. Meine einzige vorherige Erfahrung mit Krebs bestand in der Nachricht, die ich erhielt, dass ein früherer Klassenkamerad mit Anfang 20 an Leukämie gestorben war. Natürlich war das traurig, aber wir waren auch keine dicken Freunde gewesen, hatten nur ein einziges Jahr in derselben Klasse gesessen und uns seit Jahren nicht gesehen. Deshalb war da so eine gewisse innere Distanz. Doch wie wir Kursteilnehmer bemerkten, die Einschläge kamen näher. Ab 40 gibt es eigentlich niemanden mehr, der, wenn schon nicht selbst betroffen, dann doch wenigstens jemanden im näheren Umfeld kennt, der erkrankt ist. Ein Vierteljahrhundert später waren ganz konkret mein Vater, meine Schwester, mein Schwager und mein Cousin betroffen. Und dazu noch einige Freunde. Und ich hatte inzwischen eine Menge Fortbildungen besucht und Bücher gelesen, mit Kranken gearbeitet und eine steile These entwickelt, über die ich heute sprechen möchte. Denn sollte sie sich als halbwegs zutreffend erweisen, könnte sie uns wertvolle Hinweise darauf geben, wie wir Krebskranken mit Hilfe bestimmter Blütenessenzen durch schwere Zeiten helfen können. Von einigen chemischen Stoffen wissen wir ja, dass sie Krebs auslösen können. Auch Viren können das. Strahlung, Schimmel, natürlich Zigarettenrauch und noch einiges mehr. Aber erstaunlicherweise ist keiner dieser schädlichen Einflüsse zu 100% erfolgreich. Es muss immer noch mindestens eine weitere Komponente hinzukommen, um eine Erkrankung auszulösen. Ich sag mal, einer davon könnte Stress sein. Und ich will das auch begründen. Das funktioniert nämlich so. Stress löst eine Kettenreaktion physiologischer Effekte aus, die im emotionalen Zentrum unseres Gehirns beginnen und als erstes den Hypothalamus genannten Bereich des Gehirns dazu veranlassen, zwei Hormone zu produzieren. Corticotropin-Releasing-Hormon und Vasopressin. Das Letztere bewirkt ein Zusammenziehen der Blutgefäße und eine Erhöhung der Wasserrückgewinnung in den Nieren, was beides den Blutdruck steigen lässt. Das ist schon mal sehr hilfreich, wenn bei Stress die Notwendigkeit entsteht, sich einem Konflikt zu stellen oder vor ihm schnell weglaufen zu können. Die armen Leute mit dem niedrigen Blutdruck lassen sich da viel leichter besiegen, wenn ihnen das fehlt. Als nächstes veranlasst das Corticotropin-Releasing-Hormon die Hirnanhangdrüse dazu, ein Hormon zu produzieren, das die Nebennieren anregt. Und die schließlich beginnen damit, Cortisol zu erzeugen und ins Blut abzugeben. Cortisol ist ein wichtiges Stresshormon, das auf vielerlei Weisen funktioniert. Kämpfen und Flüchten funktioniert halt schlecht, wenn man sich schlapp und müde fühlt. Und die Ladung Extra Power bringt uns das Verbrennen von Zucker. Allerdings setzt der Stress ja oft so schnell ein, dass wenig Zeit verbleibt, sich noch eben schnell etwas zu essen zu machen. Stattdessen aktiviert Cortisol die Zuckerreserven im Körper. Denn das geht fix.
Dafür, dass der Zucker schnell überall hin transportiert wird, wo er gebraucht wird, also in die Muskeln beispielsweise, sorgt das Vasopressin wiederum durch seine Blutdrucksteigerung. Aber dann muss er natürlich auch noch in die Zellen hinein, wo er für die Energiegewinnung verbraucht werden soll. Und um auch das zu beschleunigen, sorgt Cortisol auch noch für die schnelle Insulinabgabe der Bauchspeicheldrüse. Das ist also ein ziemliches Multitalent. Aber dann kann's losgehen. Komm her, wenn du was willst. Trau dich doch. Ich bin bereit, dir eine reinzuhauen. Und das sieht man mir auch an. Manchmal reicht mein aggressiver Ausdruck schon, den Konflikt zu beenden. Und die inneren Vorgänge können sich dann sofort wieder normalisieren. Der Haken dabei ist, es braucht zwischen 12 und 36 Stunden, bis der Cortisolspiegel im Blut wieder abgesunken auf Normalmaß ist. In dieser Zeit bleibe ich leicht reizbar und reagiere möglicherweise schon auf geringe Irritationen mit einem erneuten Aggressionsschub und meine Mitmenschen wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, während ich selbst meinen Cortisolspiegel wieder hochschraube, um dann auch noch die folgenden 1,5 Tage reizbar zu bleiben. Es ist also ein Kinderspiel, den ganzen Tag in Hab-Acht-Stellung zu verbleiben, allzeit bereit, spontan zuzuschlagen oder wegzurennen. Sowas kann schnell zur Gewohnheit werden. Es lohnt sich also auf alle Fälle, dem mit Hilfe von Aggressionsabbau oder Entspannungstraining entgegenzuwirken. Denn die Folgen eines längeren Verbleibs in diesem Erregungszustand sind Legion und ganz und gar nicht schön. Irgendwann sagt der Doktor dann, Ihr Blutdruck gefällt mir aber gar nicht und verschreibt die erste Pille. Und dann ist man ja auch noch so infektionsanfällig, weil Cortisol ja ganz nebenbei das Immunsystem schwächt. Will man ja auch nicht. Aber hinzu kommt noch etwas ganz anderes. Immer wieder die Insulinproduktion auf Hochtouren laufen zu lassen, bedeutet ja quasi, immer mehr Zucker in die Zellen hineinzupumpen. Und zwar mehr, als die verarbeiten können. Deshalb beginnen sie mit Abwehrmaßnahmen und bauen Insulinrezeptoren ab. Oder einfacher ausgedrückt, sie entfernen die Türschlösser der Zellen für den Zucker. Insulinresistenz nennt man das. Die ganzen schönen Stresshormone machen einen immer noch sauer oder ängstlich, kräftigen aber unsere Muskeln nicht mehr. Es ist für die Katz und sehr frustrierend, wenn man zuschlagen will, aber die nötige Kraft dafür nicht aufbringen kann. Auf der anderen Seite schwimmt jetzt massenhaft Zucker aus den Leberreserven im Blut herum. Und ins Zuckerkoma fallen ist ja auch nicht wirklich anstrebenswert. Was also ist zu tun? Es ist jetzt vielleicht ein wenig weit hergeholt, aber auffällig ist es schon, dass Krebszellen doppelt so viel Zucker verbrauchen wie gesunde Zellen. Könnte man die Entwicklung von Krebs somit als eine verzweifelte Abwehrmaßnahme gegen den aufgrund des Dauerstresses anhaltend erhöhten Zuckerspiegel betrachten? Irgendwie muss der Zucker ja aus dem Blut wieder raus und einiges wird ja auch über die Nieren ausgeschieden. Allerdings gibt's ja da noch das Vasopressin und genau das verhindert das durch seine Porenverengung, dass der im Urin gelöste Zucker ausgeschieden wird. Ups. Was ebenfalls für diese These spricht, ist, dass in vielen Fällen von Remission eine vollständige Veränderung der Essgewohnheiten der Betroffenen eine Rolle gespielt haben könnte. Zumindest empfinden diese selbst es so. Viele dieser Kämpfer gegen den Krebs, die sich nicht allein auf die konventionellen Behandlungsmethoden der Schulmedizin verlassen wollen,
sondern auch Eigenverantwortung übernehmen und selbst etwas tun wollen, verabschieden jeden raffinierten Zucker aus ihrem Speiseplan. Viele lernen auch Entspannungs- und Visualisierungstechniken, bei denen sie sich einen schrumpfenden Tumor vorstellen und auf diese Weise ihrem Körper Signale zu schicken hoffen, die dieser in Genesungsaktivität umsetzen soll. Andere schlagen auf der Sinnsuche einen spirituellen Weg ein. Sicher, es hilft nicht immer, aber ist Nichtstun hier wirklich eine sinnvolle Option? Wer sich selbst, seinen Körper und seine Seele stärken will, der kann auch zu Blütenessenzen greifen. Eine Mischung, die dabei helfen soll, besteht aus 5 Orchideen, die ich Ihnen jetzt kurz vorstellen möchte. Purify. Logisch. Altlasten noch immer mit sich herumtragen, während einem schon neue aufgesattelt werden, macht's nicht wirklich einfacher. Gift aus Körper und Seele zu entlassen, erscheint da sinnvoll. Einige Krebskranke trinken morgens ein Glas frisch gepressten Zitronensaft zu diesem Zweck. Darmreinigung und Fasten helfen ebenfalls. Zumal, wenn man schon ein wenig süchtig nach Süßem geworden ist. Zucker wirkt wie eine Einladung für unerwünschte Darmbesiedler, die einem das Leben ziemlich schwer machen können. Zeit, ihnen das Silbertablett wegzunehmen, auf dem wir ihm den Zucker so gerne anbieten, die Reste wegzuschaffen, sauber zu machen, um zu alter Kraft zurückzufinden. Auf der seelischen Ebene unternimmt Purify diesen Job. Da geht es darum, sein Herz zu entrümpeln. Hat man sich auch noch so sehr daran gewöhnt, jemanden blöd zu finden oder ihm ein Leben lang eine Verfehlung vorzuhalten, seinen Liebeskummer zu pflegen, obwohl er nur neue Liebe fernhält, oder was man sonst noch so loswerden könnte und möchte, um seine Genesung optimal zu unterstützen. Konzentriere dich auf das, was ist, nicht auf das, was längst vorbei ist, auch wenn es in deinem Herzen scheinbar noch weiterlebt. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt dabei ist die Vergebung. Deshalb gehört Forgive in diese Mischung. Festzuhalten, wovon man sich eigentlich befreien sollte, bringt keinen Nutzen. Aber alte Verletzungen vernarben nicht, wenn man sie immer wieder aufreißt, indem man seine Gedanken auf sie richtet. Anderen vergeben, aber vor allem sich selbst, unterstützt die Befreiung von solchen Altlasten und öffnet das Herz für neue Möglichkeiten. Und Liebe ist eine davon. Deshalb ist die Orchidee Love die nächste geeignete für diese Mischung. Wie viel Motivation bringt man auch dafür auf, jemanden bei der Heilung zu unterstützen, wenn man ihn überhaupt nicht leiden kann? Sich mit sich selbst zu versöhnen, ist ein elementarer Schritt auf diesem Weg. Alles, was schiefgelaufen ist, was man vermasselt hat und nicht mehr ändern kann. Warum trägt man solche Mühlsteine um seinen Hals immer noch mit sich herum? Natürlich hat man vieles falsch gemacht, dumme Entscheidungen getroffen, Chancen verpasst, Menschen verletzt und was weiß ich noch alles. Viele betrachten eine schwere Erkrankung innerlich irgendwie als die gerechte Strafe für all die eigenen Missetaten oder sein Versagen oder wofür auch immer. Das ist eine schwere Bürde und ein Hindernis auf dem Weg der Genesung. Es gibt einige Untersuchungen über die Wirkung von Meditation auf körperliche Erkrankungen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Konzentration auf das Thema Liebe besonders hilfreich sein kann. Das scheint allgemein zutreffend zu sein. Wobei eine Behauptung, die ich in der Literatur fand, die Meditation mit dem Fokus auf Liebe
könne Gene abschalten, die potenziell krebsauslösend wirkten, sich leider bisher nicht erhärten ließ. Vielleicht kommt das ja noch, aber auch wenn nicht, ist Liebe ein starker Motivator. Und ein befreundeter Arzt berichtete mir, aus seiner Erfahrung haben junge Mütter bei Krebs die größten Überlebenschancen, was er auf die große Liebe zu ihren Kindern zurückführt. Sie wollen für sie da sein, was sie sicher nicht wären, wenn sie dem Krebs freies Spiel ließen. So oder so beruhigt Meditation den inneren Aufruhr, holt einen aus dem Stressmodus und stärkt dadurch das Immunsystem. Sich selbst lieben zu lernen, kann dabei kein Fehler sein. Dies zu unterstützen, dient die Orchidee Love. Trust. Vertrauen ist ein weiterer starker Helfer im Krankheitsfalle. Krebszellen entstehen spontan im Körper, jeden Tag, und nicht jede Zellteilung gelingt. Aber davon merken wir meistens gar nichts, weil es ja Immunzellen gibt, die solche misslungenen Exemplare wieder einkassieren. Die Entstehung von Krebs braucht demnach eine vorhandene Schwächung unseres Immunsystems. Wer jetzt an sich zu zweifeln beginnt, fördert den eigenen Stress und damit die weitere Abschwächung des Immunsystems. Aber wer befolgt schon einen guten Rat wie „Hör auf, an dir selbst zu zweifeln"? Wer kann das schon auf Knopfdruck? Aber es gibt eine Energie, die einen ein klein wenig in diese Richtung weisen kann. Zumal wenn man schon dabei ist, sich innerlich zu befreien, sich zu vergeben und sich selbst wieder lieben zu lernen, dann fällt das mit dem sich selbst Vertrauen schon deutlich leichter. Viel wissen wir noch nicht über Spontanremissionen, aber dass es sie gibt, das wissen wir schon. Manchmal treten sie nach einer Pilgerreise zu einem heiligen Ort auf. Nicht notwendigerweise, aber doch geschieht es zuweilen. Was wäre, wenn man einen solchen Ort in sich selbst fände, wo man Zuversicht und Vertrauen schöpfen kann? Trust weist den Weg dorthin. Gehen muss man ihn selber. Thank. Auch Dankbarkeit kann man schwer innerlich erzeugen. Sie kann aber die Wirkung dieser Essenzenmischung abrunden. Ja, man lernt es von klein auf, Danke zu sagen, wenn man etwas bekommt. Aber manchmal bekommt man etwas, das man gar nicht will. Dann wird es schwierig. Und der Ausdruck von Dankbarkeit um des sozialen Friedens willen erscheint einem selbst ein wenig geheuchelt. Zu wissen, dass man eigentlich dankbar sein sollte für sein Leben, seine Liebe, seine Freunde und alles Gute, was einem widerfahren ist, reicht einfach nicht aus. Man muss es auch in sich fühlen. Dankbar sein, ohne sich verpflichtet zu fühlen, etwas zurückgeben zu müssen. Es vielleicht aus freien Stücken zu tun, weil man es gerne will, aber nicht, weil es den Konventionen und sozialen Ansprüchen entspricht. Thank soll einem ein wenig dies Gefühl bescheren. Es lohnt sich, sich selbst etwas Gutes zu tun, seine Heilung zu unterstützen und alles, was einem auf diesem Weg begegnet, mit Dank anzuerkennen. Die Mischung mit dem Namen Immunbooster 1 soll die innere Bereitschaft zur Heilung fördern, indem sie emotionale Vorbelastungen aufzulösen hilft, Ressourcen erschließen lässt und dazu motiviert, auf bestmögliche Weise für sich selbst zu sorgen. Eine Variante Immunbooster 2 gibt es auch, in der es die Blüte Thank durch Fight ersetzt. Für manche Leute ist das Kuscheln mit dem Krebs einfach nichts. Sie wollen kämpfen und das sollen sie dann auch, denn es hilft ihnen, authentisch zu bleiben und ihren eigenen Weg zu gehen. Und wenn der aus Kämpfen besteht, dann wäre es schädlich,
das zu unterdrücken. Und hilfreich kann Ihnen dabei die Orchidee Veit sein.